Guten Tag Florida, guten Abend Shanghai, guten Tag Vietnam und guten Morgen Deutschland. Ich bin Sonke D und hier kommt der Trend News. Jeder da draußen mag der In My Feelings Challenge. Du weißt nicht, was In My Feelings Challenge ist? Drake hat eine neue Musik rausgebracht von seiner neuen Album, der heißt In My Feelings. Und der Challenge ist Hashtag In My Feelings Challenge. Du bist in deinem Auto, mach der Musik an, du steigst aus deinem Auto aus und dann du tanzt zu dieser Musik In My Feelings. Jeder hat diese Challenge gemacht, so viele Stars weltweit hat diese Challenge gemacht. In Deutschland haben viele auch gemacht, wie Nikita Thompson und auch Onkel D. Ich natürlich habe auch diese Challenge gemacht. Aber langsam, es geht auf die Nerven, Leute. Geh auf den Nerven, hör auf mit der Challenge, wir können nicht mehr der Musik hören. Wie der Challenge ist überhaupt entstanden, jeder mag die jetzt. Drake hat einen Influencer gefragt, ich gebe dir $250.000 und du machst mit der Musik eine Challenge für mich, weil diese Musik keiner hört die. Der Influencer hat gesagt, ja okay, ich mag, hat er die Challenge gemacht und jetzt weltweit jeder mag die Challenge. So, zu dieser Influencer, Applaus für dir, du hast Geld bekommen für eine langweilige Challenge, aber jeder mag die, wie dumm die ist. Aber dann, ich denke mir, warum keiner in Deutschland mag auch die Challenge? Der ganze Musikleute da draußen, der ganze Rapper, gib einem Influencer Geld und sag, er soll eine Challenge machen zu deiner Musik und dann du kriegst noch mehr Geld und der Musik wird noch mehr gehört. Leute, komm so, Onkel D, sag mir so eine Challenge machen, ich mag dir sofort, keine Probleme, okay? So Leute, In My Feelings Challenge, bitte hör auf damit, weil wir können die nicht mehr hören. Bushido hat endlich seine neue Musik rausgebracht, der heißt Mythos. Mythos wird auch sein neues Album heißen, was kommt im September raus. Wir sind alle gespannt darauf, wie sein neues Album wird sein. Und ich habe das Lied mir angehört, ist sehr cool, sehr nice, man kann sich anhören. Aber eine Sache, was stört mir sehr, er sagt in seinem Text, 20 Jahre und ich habe immer noch keine Konkurrenz. Bruder, 20 Jahre, wir haben lange von dir keine Musik mehr gehört und du sagst, natürlich, Konkurrenz war da, Konkurrenz war hoch. Sonst man hätte die ganze Zeit von dir Musik gehört. Aber Bushido ist kein Problem. Du bist jetzt da wieder aktuell. Capital Bra hast dir geholfen. Jetzt du bist wieder der Nummer 1. Naja, okay. Du bist on top in der Charts. Und wir freuen uns sehr, dass du bist wieder da. Aber bitte sag nicht, 20 Jahre keine Konkurrenz. Weil 20 Jahre, wir haben keine Musik von dir gehört. Aber Bruder, wir freuen uns, deine Musik zu hören. Und wir sind alle gespannt auf dein neues Album im September. UFO 361 hat auch neue Musik rausgebracht und nicht alleine, sondern mit Quavo von Migos. Diese ist sehr unglaublich, jeder wundert sich sehr, weil es ist schwer, wie eine deutsche Künstler kann mit einem Weltstar-Künstler zusammenarbeiten. Aber wir lieben alle den Song ist cool. Und wie dieser ist überhaupt zustande gekommen, Entschuldigung, meine Deutsch, zustande gekommen. UFO 361 hat eine Musik mal gemacht und der heißt Migos. Migos. Dieser Song, ich liebe dieser Song, ist so cool. Und Migos hat davon mitbekommen und liebt auch dieser Song. Und so, die haben zusammen gearbeitet und jetzt UFO 361 hat diese neue Musik mit Quavo und heißt VVS. Leute, hört dir den Song an, wenn du hast nicht gehört, ist sehr cool. Und Bonnie Strange ist auch in der Video mit drin. Es ist sehr, sehr cool. Und wir sind gespannt noch, welche deutsche Künstler arbeiten mit amerikanischen Künstlern noch zusammen. Was kommt noch auf uns? Leider, wir haben auch schlechte Nachrichten für euch. Rebell hat sich getrennt von Banger Music, wo Rebell ist auch drin. Wir leider wissen nicht, warum er ist gegangen, aber was wir können euch sagen ist, PA Sports hat eine Diss-Track gemacht gegen Rebell. Und der Diss-Track geht 17 Minuten lang. Und in dieser Diss-Track sagt er, Rebell ist gegangen, weil Rebell hat einen schlechten Einfluss auf Rebell. Deswegen seine Musik von Rebell wird nicht in der Radio gespielt. Und viele Leute, viele Künstler wollen nicht mit Rebell zusammenarbeiten. Ob dieser stimmt oder nicht, ich weiß nicht. PA Sports hat so in seinem Diss-Track gesagt. Und was er hat noch gesagt, warum er versteht nicht, Rebell ist gegangen, weil Rebell hat ihm Millionen gemacht. Er ist jetzt Millionär. Und er ist trotzdem einfach gegangen. Ob dieser stimmt oder dieser stimmt nicht, keiner weiß. Aber wenn wir weiß mehr, wir werden natürlich für euch berichten. Body Formers hat ein neues Video rausgebracht mit Kollega. Der Kollega. Nicht mit einem anderen Kollega, sondern mit der Kollega. Die haben beide zusammen ein Video rausgebracht. Ist sehr, 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 sehr lustig. Ich hab's mir kaputt gemacht. Aber Body Formers, Barry, was ist los? Du hast uns gesagt, wenn Deutschland verliert, du bringst Musik raus. Yes, fast eine Monate ist vorbei. Wo ist deine Musik? Wo ist denn? Wir warten, weil
Ich habe letztens auch ein Video gesehen von Nelson de Passé. Er hat gesagt, er mag einen Diss-Track gegen Herr Huhn. Ob dieser stimmt oder nicht, wir sind alle gespannt, weil ihr alle wollt Musik rausbringen. Wir sind alle gespannt, weil ihr redet viel. Aber wo ist denn der Sachen? Deswegen, wir warten. Wir warten. Bodyformers, Nelson de Passé, wir warten auf eure Musik. Jetzt, Leute, wir kommen zu der Wetter. Wie ihr könnt hier sehen, es wird nächste Woche sehr, sehr, sehr heiß. Von 25 Grad bis 32 Grad, Leute. Der Sommer ist endlich da in Deutschland. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr. So Leute, Sonnencreme nicht vergessen. Geht schwimmen. Leute, habt Ferien. Habt Spaß mit eurer Familie. Und genießt das Wetter draußen in Deutschland. Weil Deutschland-Wetter, wir haben sowas so selten. Deswegen genieße, okay? Oh, Leute, ihr seid da? Oh mein Gott. Danke, dass ihr habt eingeschaltet bei der Trend News. Letzte Woche, ich habe euch gesagt, wer wird der WM gewinnen, Frankreich oder Kroatien? Und ich habe gesagt, ich grüße der Leute, der sagt das richtige Ergebnis. Und nur zwei Leute hat das richtige Ergebnis gesagt. Und ich grüße hier Kenai Yilmaz, er hat gesagt 4-2 für Frankreich, Glückwunsch. Und Nassif 123 hat auch gesagt 4-2 für Frankreich. Ihr beide Glückwunsch, ihr habt richtig erraten. So Leute, ich mag gerade hier ein bisschen Musik für Bodyformers, für seine Musik. Er hat gesagt, er kommt, ist noch nicht draußen, deswegen ich schicke ihm Beats, ich mag von ihm. So, jetzt, ich habe eine Frage für euch. Was denkt ihr nächste Woche, welche Ausbildung, Rap-Ausbildung kommt von Bodyformers? Schreibt in die Kommentare rein, welcher Rapper wird bei der nächsten Video sein bei Bodyformers. Wer mag die richtige Antwort, wird nächste Woche gegrüßt bei der Trend News. Danke, dass ihr habt eingeschaltet. Wir sehen uns nächste Woche, okay?